Für viele Patienten fühlen sich die ersten Wochen nach einer Knie-TAP schlimmer an, als sie erwartet haben. Das Knie ist stark geschwollen, Schmerzen bei jeder Bewegung und wirkt oft so steif, als hätte es eine richtige Blockade. Beugen und Strecken gehen nur schwer und das verunsichert viele. Dabei zeigen Studien ganz klar, genau dieser frühe Bewegungsfortschritt entscheidet später darüber, wie gut dein Knie am Ende funktioniert. Je besser du in den ersten Wochen Beugen und Strecken zurückgewinnst, desto leichter wird es dir später gehen, Treppensteigen und den ganzen Alltag fallen. Die gute Nachricht ist, auch wenn es sich am Anfang wirklich hart anfühlt, gibt es gezielte Wege, um Schmerzen zu reduzieren und die Beweglichkeit Schritt für Schritt wieder aufzubauen. Nach einer Knie-TAP durchläuft das Knie einen intensiven Heilungsprozess. Dabei reagiert der Körper auf die Operation ganz natürlich mit Schwellung, Schmerzen und einem starken Schutzmechanismus. Diese Reaktion soll das Gelenk zwar schützen, führt aber dazu, dass sich das Knie in den ersten Tagen und Wochen oft extrem steif und unbeweglich anfühlt. Viele beschreiben das, als würde es etwas im Knie feststecken. Aber warum ist das so? Durch den Eingriff entsteht Reizungen am Kapsel, Muskulatur und Bindegewebe. Diese Strukturen reagieren mit Spannung und vermehrt Flüssigkeitseinlagerungen. Gleichzeitig hemmt das Nervensystem die Muskulatur rund um das Knie, besonders den Quadrizeps, um das Gelenk zu schonen. Dadurch wirkt es oft so, als könnte man das Bein kaum kontrollieren oder richtig strecken. Diese Frühphasen ist entscheidend, weil sich hier bereits zeigt, wie viel Beweglichkeit das Knie später erreichen kann. Studien zeigen, dass die Beugung, die man innerhalb der ersten 2 Wochen erreicht, stark mit der Beweglichkeit zusammenhängt, die man noch 2 Monate hat. Das bedeutet, frühzeitig Bewegungen zurückzugewinnen, ist ein echter Schlüssel für später. Wird das Knie zu lange nicht bewegt, verhärtet sich das Gewebe, die Gelenkkapsel wird noch straffer und die Biomechanik des Knies kann dauerhaft eingeschränkt bleiben. Für den Alltag ist es vor allem die Kniestreckung und die Kniebeugung entscheidend. Die Streckung sorgt dafür, dass du stabil gehen und ohne Hinken gehen kannst. Fehlt nur ein kleiner Teil der Streckung, muss der Körper das beim Laufen kompensieren. Oft durch ein Abkippen des Beckens oder einen Durchdrücken im unteren Rücken. Die Beugung ermöglicht alltägliche Bewegungen wie zum Beispiel Sitzen, Aufstehen oder Treppensteigen. Während häufig 90 Grad Beugung als Mindestziel genannt werden, zeigen Untersuchungen, dass man für viele Aktivitäten des alltäglichen Lebens eher mindestens 110 Beugungen gebraucht werden, um wirklich mühelos auszuführen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Schmerz. Viele Patienten sind überrascht, wie intensiv am Anfang sein kann. Schmerzen entstehen nicht nur durch die Wunde, sondern auch durch die Schwellung, Gewebsspannung und die Aktivierung des Nervensystems. Und je stärker der Schmerz, desto weniger bewegt man das Knie, was wiederum die Steifigkeit verstärkt. Hier können manuelle Therapietechniken einen großen Unterschied machen. Durch gezielte Mobilisationen verbessert sich die Gleitfähigkeit der Gelenkfläche und das Gewebe wird geschmeidiger und die Gelenkflüssigkeit verteilt sich besser. Gleichzeitig lösen sich Spannungen und das Nervensystem kann aus dem Alarmmodus wieder zurückgehen. Das Ergebnis ist oft eine spürbare Schmerzlinderung und ein freies Gefühl im Knie. Dieses Zeitfenster ist ideal, um anschließend Übungen durchzuführen, die die Beweglichkeit und Kraft gezielt fördern. Und genau deshalb ist die Kombination aus früher Bewegung, guter Schmerzlinderung und einem strukturierten Übungsprogramm so wichtig. Sie bestimmt, wie gut dein Knie sich erholt, wie viel Beweglichkeit du zurückbekommst und wie sicher und funktionell du dich später im Alltag bewegen kannst. Und als erstes zeige ich dir eine Massagentechnik für die Oberschenkelmuskulatur, für den Quadrizeps. Die Spannung dieser Muskulatur hat einen großen Einfluss auf die Beugung.
Wenn diese Muskulatur zu verspannt ist, wirst du später das Knie kaum beugen können. Und als erstes beginnst du, dass du mit einem Handtuch eine Rolle machst, in den du unter dem Knie legst, damit, wenn du die Oberschenkelmuskulatur massierst und das Bein nach unten drückst, nicht in die Überstreckung reinkommst. Das könnte dir Schmerzen verursachen. Dann nimm dir gerne noch mal ein bisschen Massagelotion oder irgendwie eine Bodylotion und du beginnst oberhalb von der Kniescheibe. Das ist ja die Quadrizepsmuskel, das sind ja 4 Muskeln. Und als erstes einfach mal von unten, von der Kniescheibe nach oben. Du kannst auch wirklich ein bisschen Druck ausüben mit der Kante von der Hand und langsam und kontinuierlich nach oben die Hand führen. Das machst du ein paar Mal, um erstmal die Spannung der Muskulatur wahrzunehmen. Und gleichzeitig ist es auch überhaupt, diese Streichel sorgt schon dafür, dass es weniger schmerzhaft wird. Als nächstes gibt es einen langen Muskel, der Rectus femoris, der geht von oberhalb der Kniescheibe bis zum Beckenkamm hin. Und diesen Muskel versuchst du dann mit den Daumen so eine Bewegung, Daumen zusammen und dann auseinanderziehen. Daumen zusammen und auseinanderziehen. In so einer geraden Linie, genau in der Mitte von deiner Oberschenkelmuskel. Daumen zusammen und so eine Halbkreisbewegung nach oben führen. Es kann schon sein, dass du ein oder anderen Punkten findest, die schon sehr schmerzhaft sind. Wenn du den findest, einfach ein bisschen länger draufbleiben, ein bisschen Druck ausüben und wieder lösen. Und das machst du jetzt kontinuierlich, bis du oben an der Hüfte angekommen bist. Wenn du da fertig bist, noch einmal mit der Handkante streicheln nach oben weg. Von der Handkante streicheln und nach oben weg. Und dann haben wir noch eine große Innenmasse von Muskulatur und auch seitlich. Und hier ist genau das Gleiche. Das Knie locker lassen auf das Handtuch und dann so eine halbe kreisende Bewegung. Schon mit etwas Druck nach innen und dann so einen halben Kreis durchführen. Seitlich weg. Hier fängt auch schon die Adduktorenmuskel an. Das ist diese Muskelgruppe genau in der Mitte von der Oberschenkel. Und die bestimmen danach, wie doll das Bein in X-Bein reingezogen wird, was wir später auch nicht haben wollen. Du kannst auch sehr gerne mit einem Igelbeil arbeiten. Wichtig ist schon, dass du etwas Druck in der Gewebe reingehst und nicht nur an der Oberfläche der Muskulatur arbeitest, sondern gezielt etwas mehr in der Tiefe. Oben angekommen, wieder mit der Handkante vom Knie nach oben Richtung Leiste. Und das gleiche auch mit der Außenmuskelschicht. Wenn man das Knie durchstreckt, dann würde man hier eine große Muskelmasse sehen können. Und da genau noch das Gleiche mit den Daumen reindrücken und so ein Halbkreisen bewegen zur Seite durchführen. Auch hier ist es wichtig, dass du mit etwas Druck arbeitest. Es soll jetzt halt nicht schmerzhaft sein, aber gleichzeitig willst du ja auch etwas erreichen. Und die Muskulatur, das ist ein großes Muskelpaket und den willst du ja komplett erreichen und nicht nur die oberflächlichen Fasern. Halbkreisende Bewegungen, so wie so ein C sozusagen, von unten nach oben, bis man an der Hüfte ankommt und dann wieder vom Knie nach oben Richtung Leiste schieben. Diese Bewegungsrichtung von unten nach oben Richtung Leiste hilft dir auch, die Schwellungen wieder besser wegzukriegen, da der Abtransport in der Leiste stattfindet. Die Massage hilft dir erstmal, ein bisschen Schmerzlinderung zu haben. Als nächstes ist aber wichtig, dass das Gelenk selber auch gut mobilisiert wird. Und nicht nur das Kniegelenk selbst, sondern auch das Gelenk zwischen der Oberschenkelknochen und die Kniescheibe. Je besser die Kniescheibe sich bewegen kann, desto besser wird es später auch sein für die Beugung und Streckung. Die Kniescheibe oder die Patelle ist diese Knochen, die gut beweglich sein sollte, direkt oberhalb oder direkt am Knie. Wenn du jetzt
Das wäre auf meine linke Seite und das auf der rechten Seite. Wichtig ist, dass die Kniescheibe sich gut bewegen kann, sowohl seitlich als auch hoch und runter. Und genau dafür ist diese Mobilisation. Du versuchst mit deinen Fingerspitzen oder mit den Daumen die seitlichen Kante von der Patelle zu finden. Und keine Sorge, auch wenn du hier direkt die Narbe hast, du wirst die Narbe nicht aufmachen mit dieser Mobilisation, weil man das gesamte Gewebe mitbewegt mit dem Knochen und dadurch kein Zug auf die Narbe entsteht. Also platziere deine Daumen direkt neben der Patella, neben der Kniescheibe und dann versuchst du sie zur Seite zu schieben. Erstmal nach außen weg, dann nach innen weg. Mit der Fingerspitze, und das ist ganz wichtig, auch nach oben ziehen. Und hier siehst du es auch bei mir, dass die gesamte Gewebe mitkommt, mit der Kniescheibe zusammen, was dann der Zug auf der Narbe, falls vorhanden, nicht erhöhen würde und somit auch kein Risiko, dass die Narbe aufgeht. Und ganz wichtig für die Beugung ist es auch, das nach unten schieben. Du kannst, je nachdem, wie sicher du dich fühlst, das nur mit der Fingerspitze machen. Du kannst aber auch die gesamte Handfläche auf der Innenseite und dann zum Beispiel zur Seite. Übe mal einen Druck aus, schieb sie bis zum Bewegungsende und dann lass es etwas los, nicht komplett. Und wieder bis zum Bewegungsende und wieder los. Du machst es so ungefähr 10 Mal in eine Richtung. Und danach mit der anderen Handkante schiebst du das Ganze nach innen. Und ebenfalls hier auch noch so 10 Mal. Dann Fingerspitze unterhalb von dem Knochen und mit dem gesamten Gewebe hochziehen. Erwarte hier nicht großartige Bewegungen, aber jedes kleines bisschen zählt, vor allem zu Beginn. Und danach mit der Daumenkante schiebst du dann die Kniescheibe nach unten. Ebenfalls hier sollen das so ungefähr 10 Bewegungen je Richtungen sein und das kannst du gerne 3 bis 4 Mal am Tag durchführen. Jetzt hast du schon die Muskulatur bearbeitet, auch die Beweglichkeit vom Knie. Als nächstes geht es darum, dass wir die Muskulatur aktivieren. Die sind das A und O, wenn du später dein Knie wieder frei bewegen willst und auch stabil sein willst. Und die erste Muskelgruppe und fast die wichtigste sind deine Vorder-Oberschenkelmuskulatur, die wir gerade jetzt halt massiert haben. Du solltest versuchen, diese Muskel zu aktivieren. Und dafür bleiben wir weiterhin mit der Rolle unterhalb vom Knie. Die Ferse bleibt auch auf dem Boden. Die andere Seite ist jetzt aufgestellt. Damit hast du ein bisschen mehr Stabilität. Und dann versuchst du von dieser Position die Kniekehle nach unten gegen den Tuch zu drücken. Du kannst gerne die Ferse zu Beginn erstmal auf dem Boden lassen und dann wieder lösen. Je höher die Rolle unterhalb vom Knie, desto leichter wird es dir fallen, das Knie zu beugen. Weil dann geht man in die volle Streckung rein. Wenn du die Hand auf die Muskulatur drauflegst, wirst du auch spüren, dass die Muskulatur angespannt ist, dass die Kraft ausübt. Halte die Spannung für mindestens 5 bis 10 Sekunden und lass sie dann wieder los. Ganz bewusst stark anspannen, halten. Du kannst die Ferse unten lassen. Je mehr Kraft du haben wirst, desto höher wahrscheinlich wird sich die Ferse auch vom Boden heben. Achtung, vor allem in den ersten 15 Tagen nach der OP kann es sein, dass diese Muskulatur sehr schmerzhaft und dass diese Übung sehr schmerzhaft ist. Keine Sorgen, die Muskulatur funktioniert jetzt halt nicht, weil jetzt ein Schaden entstanden ist oder dass da irgendwas verletzt worden ist, sondern während der OP wird diese Muskulatur auch wegen der Schmerzen einfach von den Nerven nicht mehr richtig angesteuert. Auch wenn du nicht viel siehst, bleib dabei. Je häufiger du diese Übung durchführen wirst, desto mehr wirst du auch merken, wie aktiv deine Oberschenkelmuskulatur wird. Wie gesagt, zu Beginn ist es sinnvoll, dass du das Handtuch direkt unter dem Knie platzierst, einfach, dass du dein Feedback hast, in welche Richtung du drücken solltest.
Allgemein gilt aber, dass du die voller Streckung, das soll als erstes dein Ziel sein, damit du später beim Laufen und Gehen nicht hinkst. Und um diesen Ziel zu erreichen, die volle Streckung vom Knie zu erreichen, könntest du im späteren Verlauf den Tuch nach unten unterhalb von der Ferse platzieren. Dadurch wird dein Unterschenkel hochgehoben. Der Oberschenkel ist ja schon auf dem Boden und da entsteht eine Kraft sozusagen, die dein Knie zum Durchdrücken bringt, so dass du hier die volle Streckung erreichst. Das Ziel wäre hier als nächstes, nochmal das Knie nach unten zu führen, Richtung Boden. Und dadurch, dass der Unterschenkel hoch ist, siehst du automatisch, wie du hier die volle Streckung erreichst und gleichzeitig siehst du, wie die Muskulatur eine richtig gute Spannung aufbaut. Halte die Spannung für ungefähr 5, 10, Ziel werden aber 20 bis 30 Sekunden zu erreichen, um sie dann langsam wieder zu lösen. Denk dran, je früher du die Streckung hast, desto leichter wird es dir fallen, danach zum Laufen. Auch hier kannst du diese Übung mehrmals am Tag durchführen, vor allem in den ersten Wochen direkt nach der OP. Wenn dir dieses Video gefällt und du mehr lernen möchtest, wie du von zu Hause aus mit weniger Aufwand Übungen für deine Gesundheit machen kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Als nächstes geht es nun um die Beugung. Auch die ist extrem wichtig, dass du mindestens 110 Grad beschwerdenfrei erreichen kannst, damit du gut Treppen hoch oder Treppen runterlaufen kannst. Nimm das Handtuch, leg es unterhalb von deiner Oberschenkel und dann leg dich hin. Das Knie bleibt als erstes noch gestreckt, die andere Seite gebeugt, damit du da Stabilität herholst, damit das Becken schön auf dem Boden bleibt. Und jetzt ist das Ziel, dass du das andere Bein genauso zu dir ranziehst wie dein Standbein. Das Tuch unterhalb von der Oberschenkel in der Nähe vom Knie wird dir helfen, dass du einen Teil von dem Gewicht abnehmen kannst und somit wird die Übung viel leichter. Wichtig dabei ist, dass die Ferse erstmal auf dem Boden bleibt. Und jetzt versuchst du, das Bein zu dir ranzuziehen und gleichzeitig ziehst du an der Oberschenkel mit dem Tuch. Das wird viel leichter sein. Zieh so viel ran, wie du kannst und dann lass das Gewicht leicht wieder runter. Ferse bleibt auf dem Boden. In eine geführte Bewegung bringst du das Bein wieder nach unten. Und das Ganze nochmal von vorne. Ferse bleibt auf dem Boden, du ziehst das Handtuch zu dir ran und gleichzeitig versuchst du auch das Bein ranzubringen. So weit wie es geht, um sie dann mit den Fersen gegen den Boden drücken, Gewicht leicht wieder abgeben und das Knie in die volle Streckung reinzuführen. Auch diese Übung kannst du auch gleich nach der OP durchführen. So weit wie es geht in die Beugung, das was du hinbekommst. Ziel werden aber mindestens 90 Grad. Und dann nach unten wieder in die komplette Streckung rein. Die volle Streckung ist dein erstes Ziel. Die Beugung von 90 bzw. im späteren Verlauf von 110 wäre dein zweites Hauptziel. Auch diese Übung solltest du dann mehrmals am Tag durchführen. Die nächste Übung dient zur Verbesserung der Beugung. Und diese Übung kannst du sitzen auf dem Stuhl mit dem Fuß auf dem Boden. Das ist eine leichtere Variante. Die zweite Alternative, wenn du schon ein paar mehr Wochen OP hinter dir hast, ist, dass du dich auf den Tisch hinsetzt und dann das Bein einfach mal unten baumeln lässt. Für die ersten Tage nach der OP, je höher der Stuhl, desto leichter ist auch die Übung. Du bringst das operierte Bein gestreckt nach unten oder schon in die Beugung, soweit wie es für dich geht. Ferse bleibt auf dem Boden. In dem Fall wäre jetzt halt mein linkes Bein. Setz die eher vorne auf der Sitzfläche hin, von dem Stuhl. Und nun mit dem gesunden Bein platzierst du es unterhalb von der Unterschenkel und mit beiden Beinen, das heißt das Operierte zieht, das Gesunde schiebt. Versuchst du nun, das Bein in eine Beugung zu bringen von mindestens 90 Grad.
um sie dann wieder zu strecken. Nochmal, Ferse bleibt auf dem Boden, das operierte Bein ist gestreckt, das gesunde, nicht operierte Bein platzierst du unterhalb von den Unterschenkel und gleichzeitig mit den operierten beugen, mit dem gesunden schieben, so dass du da mindestens 90 Grad erreichst. Ja klar, kannst du das auch sehr gerne komplett ohne jegliche Hilfe einfach mal in die Beugung reinziehen und dann in die Streckung. Aber vor allem die ersten Tage nach der OP, die sind sehr schmerzhaft und diese Bewegung, die sind sehr schwer durchführbar. Und deshalb nutzt du dir die gesunde Seite, um die Bewegung da zu unterstützen. Ziel wäre auch hier, dass wenn du das Knie beugst, das Bein weder nach innen abweicht, noch nach außen abweicht. Du bleibst schön in einer Linie und versuchst in dieser gerade Linie zu bleiben und dann das Bein in 90 Grad zu beugen. Die 90 Grad Beugung ist meistens ab Tag 1 nach der OP schon erlaubt. Ein paar Wochen später kannst du dann versuchen, noch weiter nach hinten, dass du mehr Beugung hinbekommst und somit dein Ziel von 110 gut wieder zu erreichen. Und über die Ferse wieder in die Streckung rein. Und die letzte Übung dient dazu, dass du die Gewichtsverteilung über das operierte Bein und das gesunde Bein wieder gleich wird. Viele Patienten nach einer OP, die tendieren, das operierte Bein so viel zu schonen, kein Gewicht drauf zu geben. Und das sorgt nur dafür, dass es danach ein Schonhaltungsmuster sich aufbaut. Vor allem beim Gehen oder beim Treppensteigen. Dafür solltest du dich hinsetzen und in dem Fall wäre es noch besser, wenn du einen Stuhl hast mit Lehnen. Je höher die Lehnen, desto besser ist es für diese Übung. Du platzierst beide Beine auf die gleiche Höhe. In dem Fall wäre es sinnvoll, dass du mindestens die 90 Grad erreichst. Beide Hände jetzt seitlich auf der Sitzfläche auf Höhe von deiner Hüfte oder noch höher auf der Lehne vom Stuhl. Und aus dieser Position versuchst du nun mit Hilfe von deinen Armen, beide Füße auf dem Boden, hüftbreit auseinander, Ferse gegen den Boden zu drücken und dann so, als ob du aufstehen würdest. Das Ziel hier ist es, dass du rechts und links beide Beine gleichmäßig belastest. Der Druck auf das operierte und nicht operierte Bein ist genau gleich. Ferse fest am Boden drücken und dann versuchst du vom Stuhl hochzukommen und wieder zu sitzen. Hochzukommen und wieder zu sitzen. Je weniger Unterstützung du von deinen Händen brauchst, desto besser ist es. Aber vor allem zu Beginn kann es sinnvoll sein, dass du dir etwas Hilfe über die Arme holst. Diese Übung ist es super gleich nach der OP und auch in den ersten Tagen nach der OP. Im späteren Verlauf, wenn du schon gut aufstehen kannst, das heißt 2-3 Wochen nach der OP, ist das Ziel, dass du dein Gewicht gleichmäßig über das operierte und nicht operierte Bein auch im Stehen verlagern kannst. Und da solltest du dann erstmal auf das gesunde Bein stehen. Du kannst sie auch gerne etwas wo festhalten, weil es geht in dem Moment erstmal nicht um das Gleichgewicht, sondern Becken bleibt stabil, auf das gesunde Bein stehen, Gewicht gut verlagern und dann das Gleiche ohne Schonhaltung auf das operierte Bein. Wichtig ist, dass dein Rumpf nicht so rüber geht, sondern du ganz gerade über das Bein stehen kannst und es tolerieren solltest, dass dein Bein das komplette Körpergewicht aushält. Bleib ein paar Sekunden in der Position und mach das Ganze nochmal auf der gesunden Seite. Immer damit dein Körper weiß, das ist normal, so soll es sein. Und auch das operierte Bein soll genau das Gleiche gewährleisten können. Diese Übungen können dir gut dabei helfen, dein Knie wieder zu beugen und zu strecken, genau in der Frühphase nach einem Knietap. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!